als mein Opa dann starb, habe ich mich richtig einsam gefühlt. Und man sieht das ja auch manchmal an den Augen. Dann baut sich nach und nach die Knochen und so die Haut ab, dass nur noch ein bisschen die Knochen da sind. Welche Erfahrungen hast du mit dem Thema Tod oder Sterben gemacht? Schwierige Frage. Früher, als ich noch ein bisschen kleiner war, dachte ich immer, dass die dann irgendwie zu Geistern werden, aber jetzt nicht mehr. Was hilft euch denn, wenn ihr traurig seid oder euch einfach nicht so gut fühlt? Also mir hilft es dann vor allem im Bett zu liegen und dann ganz ruhig zu sein. Mir hilft es, wenn ich dann einfach mit jemandem kuschel. Meine Erfahrung ist, dass es sehr traurig ist, weil man entweder Menschen gar nicht kennenlernt. Das ist dann eben nicht so traurig, weil man dann die gar nicht kennengelernt hat und weiß nicht, ob die nett waren oder eben nicht nett. Ich habe meine Oma verloren, da war die 97, glaube ich. Sie hat halt irgendwie auch immer ganz besondere Sachen. Zum Beispiel, sie hatte halt immer bei Mensch ärgere dich nicht, hat sie immer rot gespielt. Und deswegen spiele ich jetzt halt auch immer rot, weil Mensch ärgere dich nicht. Weil dann finde ich es halt irgendwie so wie Glück. Ich habe vor 2 Jahren meinen 17-jährigen Sohn bei einem Verkehrsunfall verloren. Und das war für mich natürlich ein ganz schlimmes und einschneidendes Erlebnis. Aber auch nicht nur für mich, es war für meine ganze Familie schlimm. Zwischen aufgeregt, verzweifelt, verängstigt war, glaube ich, alles an Gefühlen dabei. Man musste irgendwann wieder den Boden unter den Füßen gewinnen, aber es ist ja auch so ein bisschen euer Thema, ne? Das Leben mit dem Sterben zu verbinden, das zu integrieren, das war eigentlich meine Lebensaufgabe geworden. Lass uns nicht vom Tod schweigen. So eigentlich finde ich, dass ich das nicht so toll fände, wenn wir dann in der Schule andauernd über den Tod sprechen. Wir sind heute hier auf dem Aachener Markt am Elisenbrunnen und wir wollen jetzt mal wissen, was denken eigentlich die Leute hier über das Thema Tod? Haben Sie schon Erfahrungen mit dem Tod gemacht oder Nein. ist Ihnen das schon irgendwie vorgekommen? Ich lebe ja noch. Was denken Sie, was passiert mit einem Lebewesen, wenn es stirbt? Ich denke mal, ich gehe nach dem Mythos, dass man in den Himmel kommt und dass man ins Paradies kommt, ne? Und mein Land jetzt gehen Krieg und jeden Tag viele Leute tot. Und Kinder und Oma. Also, dass man irgendwann tot ist, ist eben eine Konsequenz von Leben. Sterben macht mir insofern Angst, wenn ich mir ein qualvolles Sterben vorstelle. Mit Schmerzen, mit Verzweiflung, mit nicht zur Ruhe kommen können, weil man bestimmte Dinge noch nicht erledigt hat. Ich kann mir genauso gut auch ein friedliches Loslassen von Leben vorstellen bei Menschen, die ein erfülltes Leben haben. Was ich interessant fand, die wir interviewt haben, sie hat tatsächlich gesagt, sie hat schon ein bisschen Angst vorm Tod und so. Mein Papa ist relativ früh verstorben, da war ich 17 und dementsprechend habe ich da dann schon die ein oder andere Erfahrung machen müssen. Wissen Sie, was das Wort Palliativ bedeutet? Ja, tatsächlich, ich arbeite im Krankenhaus. Das Thema Palliativ ist natürlich auch auf einer Intensivstation irgendwie ein großes Thema. Das ist die Begleitung von einem Menschen, der absehbar nicht mehr lange leben wird, in den Tod. Und die Zeit, die der Mensch noch auf der Erde verbleibt, soll so gut wie möglich, ohne Schmerzen und mit so viel Lebenslust wie möglich verbracht werden und dem Menschen da entsprechend geholfen werden. Welche Erfahrungen haben Sie mit Tod und Sterben? Ganz wenig noch.
ganz wenig. Das kann ich nicht groß beurteilen. Was hat Ihnen geholfen, als Sie dann traurig waren? Musik, Gesang. Wenn jemand sterbend ist, kann man auch zusammen Witze machen und zusammen lachen. In meiner einigen Philosophie, es gibt eine neue Rekarnation, ein neues Leben für mich. Tatsächlich, also wie unterschiedlich die Erfahrungen dann doch sind. Der eine, der hatte jetzt mit, keine Ahnung wie alt der war, kleines Kind auf jeden Fall, mit 17 den Vater verloren. Und eine andere, die war jetzt eher älter, die hatte noch fast gar keine Erfahrung. Also das fand ich auch krass. Bei einer Frage, ich weiß nicht mehr genau welcher, da haben sehr viele gesagt, schwierige Frage und so. Wie erinnern Sie sich denn an Ihre verstorbenen Verwandten? Ach, da denkt man immer dran. Die vergisst man nie. Die hat man immer im Kopf. Also da geht es nicht tagtäglich, aber es sind immer wieder Momente, wo das zurückkommt. Macht Ihnen der Tod selbst Angst? Sind Sie nun auch schon ein bisschen älter? Jetzt nicht mehr, früher schon. Aber jetzt bin ich alt und jetzt muss man ja damit rechnen. Ne? Und wenn man jung ist, na, dann macht es einem schon Angst. Ja. Ich denke mal, das geht jedem so. Ja. Wer will schon gerne sterben, ne? Wichtig ist, dass ich die Zeit, die ich noch habe, gut leben kann. Ja. Und da bin ich zufrieden. Und dass ich noch nicht so unbedingt weiß, wann es soweit ist. Ja. Haben Sie selber Erfahrungen mit dem Tod? Ja, ja. Möchten Sie davon erzählen? Nee, im Moment nicht. Das ist noch ganz frisch. Okay. Was denken Sie, was mit dem Geist des Menschen nach dem Tod passiert? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Was denken denn andere? Gibt's da Ideen? Also ich stelle mir das so vor, das ist so ein großes Tor und dann kommt man da so rein und dann ist da so Gott und der wird dir dann erstmal so eine Prüfung stellen und dann entscheidet er, ob du in den Himmel kommst oder in die Hölle. Also ich glaube, ich hätte eher Angst, wenn andere Leute sterben. Zum Beispiel, wenn meine Eltern irgendwann sterben oder so. Ja. Ich denke darüber halt auch nach, wo ich dann halt hinkomme, wie es dann auch für die anderen Menschen ist, wenn ich dann weg bin oder so. Bei mir, das klingt ein bisschen komisch, aber die Person, die gestorben ist, hat uns als immer Kinderschokolade und sowas geschenkt. Und deswegen, wenn ich das esse und so, muss ich immer daran denken. Wir sind hier am King's Corner in Aachen. Hier können Jugendliche und Kinder kreativ werden und wir wollen ihnen heute unsere Fragen stellen. Machen dir Gedanken am Tod oder Sterben Angst? Nee, eigentlich nicht. Ja. Weil ich weiß, dass es nach dem Tod den Menschen oft besser geht, als wenn die hier sind und quasi leiden müssen. Weil es von einem auf den anderen Mal einfach alles vorbei sein kann. Also irgendwie gibt es so eine Seite in mir, die so ein bisschen denkt, dass dann vielleicht die Person, die gestorben ist, an zum Beispiel einen besseren Ort kommt. Irgendwie kann ich mir halt auch vorstellen, dass einfach nichts ist. Also ich weiß nicht, ja. Haben Sie schon Erfahrungen mit dem Thema Tod und Sterben? Ja, tatsächlich schon und tatsächlich auch sehr, sehr traurige. Und zwar ist es so, dass Kalonji eigentlich Geschwisterkinder hat, ältere. Und die sind sehr früh gestorben. Also ich bin im Kongo geboren und wir gehen mit dem Thema Tod anders um. Ne? Also wir haben zum Beispiel, wenn jemand begraben wird, wir haben riesengroße Feste, dass die Familien einen so mit begleiten. Und ich hoffe irgendwann mal, dass wenn es bei mir soweit ist, dass auch meine lieben Menschen mich begleiten werden. Ich war schon 3-mal im Himmelreich, auf gut Deutsch gesagt. Wie man sich da fühlt, das kann man nicht sagen. Da ist eine Leere. Und wie gesagt, dadurch bin ich ja in der Palliativ drin.
Und das ist ja gut so. Es wird halt zu wenig geredet darüber, finde ich. Machen Gedanken an Tod bzw. Sterben der Angst? Ein bisschen schon, ja. Aber ich glaube, wenn es dann soweit ist, da hat, glaube ich, jeder Mensch ein bisschen Angst, weil man nie weiß, wie der Tod dann, wie das ist mit dem Tod. Und das kann ich so nicht richtig sagen. Aber im Augenblick geht es mir sehr gut, da habe ich keine Angst vor dem Tod. Machen Gedanken an Tod und Sterben dir Angst? Nee, überhaupt nicht. Weil ich damit ja die ganze Zeit beruflich zu tun habe. Und ich weiß, dass das ganz, ganz friedlich ist und dass es wirklich häufig in so schweren Krankheitssituationen ist es dann auch eine Erlösung, wenn man verstirbt, sodass ich da gar keine Sorge vor habe. Man kann das gut begleiten. Weißt du, Leonies Opa, der ist, glaube ich, 102 geworden. Wow. Und dann war er in der Klinik und wurde dann 4 Tage später entlassen worden. Und dann ist er am 5. Tag noch gestorben. Oh Mann, naja. Also, mir macht das schon ein bisschen Angst. Weil auch halt zum Beispiel Mama und Papa haben ja auch nicht mehr und Oma und Opa nicht mehr so ein langes Leben und dann... Ich habe mehr Angst davor, dass Mama und Papa sterben oder Oma und Opa als vor meinem Tod, weil ich die halt alle ganz lieb habe. Man kann sich begraben lassen, man kann aber auch, also das ist bei meinem Opa gemacht worden, der wurde in Holland dann ins Meer gekippt oder irgendwo, ja. Und ich glaube, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Also ich denke, ich habe dadurch die Erfahrung gemacht, dass der Tod einfach zum Leben dazugehört.